Moin Moin aus dem Wunderland. Wir zeigen euch heute die 5 neuesten Dinge im Wunderland. Das ist einmal der neueste Knopfdrücker, das neueste Auto, der Zug, ein Schiff und zu guter Letzt das neueste Gebäude. Viel Spaß beim Zugucken. Der neueste Knopfdrücker ist in Knuffingen eine Kooperation mit Caterpillar, eine Bagger-Laola-Welle. 10 Bagger machen eine Welle mit ihrem Arm. Das Ganze wurde von Niki gezeichnet und modellbauerisch ausgestattet. Henning hat es programmiert und angeschlossen und ich habe dafür gesorgt, dass die Mechanik funktioniert, sprich, dass die Bagger überhaupt ihre Arme heben können. Ja, die 2 neuesten Autos hier bei uns im Wunderland fahren auf der Anlage Knuffingen. Und das sind 2 Busse vom HVV, einmal der Mercedes-Benz E-Citaro G und dann unsere kleine Elena. Und wir bauen ja auch immer weiter und deswegen haben wir uns jetzt 2 Blitzersäulen gebaut, die hier auf die Brauereikreuzung kommen. Dafür bauen wir hier noch 2 Inseln hin, wo die dann ihren Platz finden. So, der neueste Zug des Miniatur-Wunderlands ist diese wunderschöne Lok. Sie sticht vor allen Dingen dadurch heraus, dass sie eine sehr, sehr bunte Farbgebung hat, die man so eigentlich nicht mehr findet. Auch im Vorbild existiert das Modell so nicht mehr wirklich, zumindest die Wagen nicht mehr. Die Lok selbst gibt es tatsächlich wieder in dieser Lackierung. Sie steht momentan im DB-Museum in Nürnberg. Und jetzt kommt dieser Zug in seiner sehr abwechslungsreichen Farbgebung das erste Mal auf die Anlage. Das aktuelle neue Schiff, was wir hier im Wunderland haben, ist zum einen die Wind of Change. Die Wind of Change ist ein Versorger. Der versorgt quasi die Windkraftanlagen mit dem nötigen Equipment. Sprich, die Mitarbeiter auf dem Schiff können wunderbar übersetzen mit Hilfe eines Kranes, der sich festhält. Dieser Arm bewegt sich dann nicht mehr, aber das Schiff kann mit der Dünung rauf und runter fahren. Und das Zweite ist dieser Ausleger, der gewährt den Mitarbeitern auf der Wind of Change die sichere Passage zum Windkraftrad. Und das zweite neue Schiff, das ist dieses kleine hier hinten. Das ist die Energizer. Das ist auch quasi ein Versorger, etwas kleinerer Natur. Die schwimmt zwar, fährt aber nicht ferngelenkt wie die Wind of Change. Die ist hier fest verkabelt. Und auch hier gibt es Mitarbeiter, die übersetzen können zum Windkraftrad und es versorgen können.
Ja, die neuesten Gebäude auf der Anlage bei uns stehen natürlich im neuesten Bauabschnitt. Das ist Monaco. Hier um diesen Platz herum, das haben wir natürlich versucht, so gut wie möglich nachzustellen. In diesem oberen Bereich hatte ich das große Vergnügen, das Hotel de Paris zu bauen. Das ist ja sehr ikonisch für diesen Bereich in Monaco oder für Monaco allgemein. Das große Problem an diesem Gebäude ist vielleicht nicht, wie man denken möchte, die Anzahl an Stuckteilen, sondern eher die Grundform an sich. Also wir haben hier sehr viele Rundungen, große Rundungen auch. Ja, das ist ein bisschen schwierig umzusetzen. Früher haben wir das immer aus Millimetermaterial gebogen, was allerdings zu Schwierigkeiten gerade bei Fensteröffnungen führt. So besteht dieses jetzt aus einzelnen Segmenten, die mit einer Überwölbung gefräst wurden und dann zusammengesetzt wurden, dann kalt verschweißt und verschliffen. So hat man eine wunderschöne, saubere Rundung und keine Probleme an den Fenstern. Natürlich gibt es da trotzdem viel Stuck, also die Front springt mal vor und mal zurück. Da ist super viel los, also verschiedene Sachen. Wenn man sich das alles durchkonstruiert, das dauert schon eine ganze Weile, bis man da durchgestiegen ist, wie man es so aufbauen will. Ja, schlussendlich bin ich sehr zufrieden mit der Arbeit. Wir haben auch ein bisschen was im Innenraum, also hier vorne ist so ein Wintergarten mit einem Essbereich, der ist komplett ausgeschmückt. Die Fassadenbeleuchtung, was die Elektriker da gemacht haben, ist richtig krass, also kann ich nur empfehlen, sich das mal anzugucken. Ich habe es bis jetzt nur beleuchtet gesehen, wie es in der Werkstatt steht und noch nie hier im Tages-Nachtzyklus mit den ganzen anderen Gebäuden. Also wir fiebern alle der Eröffnung Monacos entgegen. Ich hoffe, ihr seid dabei und ciao. So, bevor ihr wegschaltet, habe ich noch eine kleine Überraschung. Ihr erinnert euch vielleicht an dieses Modell hier, die Henschel an. Ich habe euch Ende Januar diesen Jahres gefragt, wie wir sie denn am besten lackieren können, weil die Lackierung ja so dermaßen filigran ist. Jetzt hat sich Stefan Freiberg einfach mal hingesetzt und das Ding tatsächlich freihand angemalt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, damit hat er einen super tollen Job gemacht. Die Lok sieht zwar immer noch nicht ganz so aus, wie es hier im Vorbild aussieht, aber sie ist definitiv ein absoluter Hingucker geworden. Die Lok ist noch nicht fertig, dafür fehlen noch die Lichtleiter vorne. Die werden dann mit diesen kleinen Plastikstäben hier realisiert, sowie die Beleuchtung selbst, das sind dann diese 3 kleinen SMDs. Sobald die dann eingebaut sind, kann das Modell hoffentlich sehr bald auf die Anlage, aber vorher sehen wir es jetzt noch einmal auf dem Testkreis. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.